Hallo ihr Lieben, jetzt ist es soweit, Ich habe es wirklich lange vor mir hergeschoben jetzt. Ich glaube, ich habe es eine ganze Woche vor mir hergeschoben. Und zwar geht es um die Rustic 7 Challenge, die von der lieben Sonja, bekannt als Elise Klatschmohn, beziehungsweise ihrem Mann, auf Instagram ausgerufen wurde. Sie hat keinen YouTube-Kanal, sie hat nur ein Instagram-Profil. Ich habe das mal unten verlinkt. Ja, und sie und ihr Mann haben diese Challenge ausgerufen. Rustic 7 Challenge. Das bedeutet Folgendes. Wenn ihr mitmachen wollt, bittet eine vertraute Person, euren Mann, ein Kind, Tante, Freundin, Freund, wen auch immer, irgendjemanden, der euch kennt, aber nichts mit Junk Journal zu tun hat, bittet diese Person darum, euch 7 Sachen zu geben zum Basteln, zum Verbasteln, die zum Beispiel aus dem Keller kommen, von der Arbeit, aus dem Gartenhäuschen, von irgendwo und die gar nichts mit Junk Journaling zu tun haben. Gebt vielleicht eine kleine Größenordnung vor, damit ihr da jetzt nicht irgendwie so einen Amboss oder einen Pferdesattel bekommt. Das wäre ein bisschen ungünstig, ein bisschen groß, kann man auch nichts mitmachen. Es geht nämlich darum, einen Tag zu gestalten. Den Tag gibt es extra. Den habe ich mir hier schon mal ausgeschnitten, bevor ich wusste, welche Teile kommen. Und der ist groß, weil ich ja nicht wusste, was mich jetzt erwarten wird. Tag. Das ist hier so ein kaffeegefärbtes, dickes, stabiles Papier. Ganz, ganz dick, also eher ein Karton schon fast, weil ich weiß ja auch nicht, was das für Teile sind und wie schwer die sind. Das heißt, ich weiß es jetzt schon, denn ich habe sie schon einmal ausgepackt. Könnt ihr euch auf Instagram anschauen. Mein Kanal ist auch unten verlinkt. Ja, genau, diesen Tag darf man halt zusätzlich verwenden und man darf zusätzlich verwenden eine Seite Karo-Papier. Und ich habe mir jetzt da dieses hier genommen, weil ich habe einfach gar kein anderes Karo-Papier. Das ist ein, naja, na gut, es ist Karo-Papier, oder? Es gilt als Karo-Papier. Ja, das sind die 2 Sachen, die man zusätzlich verwenden darf. Und dann kommen diese 7 Teile. Diese höllischen 7 Teile. Ich hole sie raus, ja? Ich hole sie jetzt einfach raus und ihr schaut euch das entsetzliche Zeug hier an. War das alles? Ja. Okay, das war alles. Also, das sind 7 Teile, ja? Oh Gott. 7 Teile. Schaut euch das an. Aus dem soll ich jetzt irgendwas für diesen Tag basteln. Guckt euch dieses Zeug an. Ein Stück Korktapete, ein altes Schleifblatt von einer Schleifmaschine. Das ist so ein Stoffbezug, leider kein Papier hinten. Ein Stück Gummischlauch, eine riesengroße Unterlegscheibe, richtig schwer und groß, ein seltsames Netz, was auf einer Seite klebrig ist, also seht, es klebt an meinem Finger jetzt dran, ich weiß gar nicht, was man damit macht, es ist so ein Gewebe irgendwie und ich weiß nicht, wofür das ist. Die Hülle von einer Streichholzschachtel, nur das Äußere, ist ja nicht ganz hübsch mit dem Edelholz, das gefällt mir nicht recht gut. Ja, und Salz- und Pfeffer-Tütchen aus dem Flugzeug von Austrian Airlines. Oh Gott. Aus Belgien. Ja, kann ich dann aufkleben, ne? So, was soll ich jetzt bitte schön aus diesen Teilen machen? Ich bin wirklich verzweifelt. Schon die ganze Woche habe ich diese Teile irgendwie im Kopf und drehe die hin und her und überlege, was ich damit anstellen könnte. Und es fällt mir jetzt nicht wirklich was Tolles ein. Ich habe ein bisschen so die Idee gehabt, weil ja hier das Edelweiß drauf ist auf diesem Ding, hatte ich so ein bisschen die Idee, ich könnte vielleicht Berge machen, auf denen dann so ein Edelweiß wächst. Das wäre jetzt so eine Grundidee. Was dann das hier sein soll, weiß ich nicht und was das sein soll auch nicht und auch bei Salz und Pfeffer bin ich eher noch so im Zweifel. Gut, man könnte jetzt aus der Korktapete könnte man tatsächlich so eine Art Berge gestalten und vielleicht auch aus diesem Ding, dass man da hinten noch ein paar Gipfel hinten rausgucken hat, einen größeren, einen kleineren. Jetzt ist nur interessant zu wissen, ob man hier das Schleifpapier von dem Gewebe, ach hey, ups, von dem Gewebe runterkriegen kann, ohne dass gleich alles kaputt geht. Das ist jetzt wirklich, es könnte funktionieren. Moment. Aber ich glaube, da muss ich es erstmal auseinanderschneiden, hier an dieser Sollbruchstelle. Da
Anscheinend ist das so eine Stelle, wo man das für kleinere oder größere Maschinen einsetzen kann. Ja, gut, ich versuche noch mal weiter mein Glück hier, weil mit diesem Gewebe oben drauf kann man das vermutlich nicht vernünftig aufkleben. Es geht aber ganz gut runter. Ja, das ist doch... Ups. Interessant, ja, was mache ich mit diesem Zeug? Ich weiß es nicht. Denn das ist wirklich so ein Stoff, könnt ihr das sehen? So wie das ist so ein Stoffgewebe irgendwie. Ich tue das erstmal auf die Seite. Da sind wir ja schon mal einen kleinen Schritt weiter hier. Und hier machen wir es auch runter, wenn das geht. Oh, der Make-up. Also, oh je. Das ging doch gerade so gut. Warum geht es denn jetzt nicht? So, jetzt. Ja, man muss nur einen richtigen Anfang finden, dann geht's. Okay, das tun wir auf die Seite. Dann überlegen wir uns, ob man daraus vielleicht tatsächlich so eine Art Berge machen kann. Was könnte ich sonst daraus machen? Was ist das bitte hier? Oh, du lieber Himmel. Ich bin wirklich immer noch ziemlich verzweifelt. Das könnte natürlich hier oben als Tag Griff oben dran. Ja, das ist, glaube ich, relativ eindeutig, dass das da oben dran kommt. Puh, was machen wir mit dem hier? Nutzen wir da das Papier? Es hat grässliche Farben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Wenn ich das aufklebe hier. Und das andere Stück dann auch noch aufklebe. Ich schneide das jetzt einfach mal. Ich schneide das einfach mal hier ab. Das ist jetzt nicht egal. So, ist natürlich noch ein bisschen zu groß, aber das macht ja nichts. Das da drunter. Und dann noch mal was drunter. Könnte das was sein? Ich weiß es nicht. Was mache ich mit diesen Löchern hier? Das sieht irgendwie blöd aus. Vielleicht kann ich das dahinter schieben von dem, sodass man es nicht mehr sieht. Sieht doof aus. So sieht es irgendwie doof aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was tue ich nur, was tue ich nur? Wenn ich das hier abschneide, das ist quasi... Das ist auch blöd, oder? Das müsste ja genau da an der Kante sitzen. Ach Gott. Und wenn es so ist, dann habe ich da wieder so ein Loch. Oh. Was mache ich denn bloß damit? Aber unten, nach unten hin ist eigentlich noch genügend Platz, um da noch was rauszukitzeln aus dem Ganzen. Ne? Das könnte man schon machen. Dann hätte man hier so Berge. Ja. Da unten, das wird dann wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise eine Salz- und Pfefferwiese, vermute ich mal. Okay, ich versuche das mal so aufzukleben, irgendwie darauf zu applizieren. Die Frage ist auch noch, was mache ich denn mit dem Karo-Papier eigentlich? Obwohl, das ist ja kein Muss, das Karo-Papier, das ist ein Kann, ja, eine Kann-Möglichkeit.
könnte mir natürlich vorstellen, ich schneide das mal kurz ein bisschen zusammen, dass wir das noch dahinter setzen. Mitte diese Erde und das dann vielleicht ein bisschen drumherum abreißen. Das wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Ich schneide das aber erstmal auf die Breite, die ich brauche. So. Versuchen wir es mal. Also, darauf wollen wir diese komischen Berge platzieren. Ja. Ich versuche mal, die so hinzukleben. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie hält mit irgendeinem Kleber. Keine Ahnung. Ich versuche mich mal daran. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Hoffentlich ruiniert das meine Schere nicht. So, das wollte ich jetzt wie? So. So, oder? So wollte ich das, glaube ich. Okay, dann passt das ja soweit. Okay. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Drückt mir die Daumen, dass man das da wirklich draufkleben kann mit Tacky Glue. Was mir gerade ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ich nichts zum Binden habe oder so. Und insofern ich auch nicht diese Unterlegscheibe, diese dicke, fette, schwere Scheibe hier irgendwie festbinden kann. Außer ich würde mir aus einem Stück davon vielleicht was bauen zum Binden, weil das ist ein Kunststoffgewebe. Das muss ich mir noch überlegen. Okay, das scheint aber... Okay, die Ecke da, natürlich, die steht natürlich über und ich trottel. Streich die mit Kleber ein. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott, Leute. So, und das soll dann jetzt dahin, glaube ich. So, oder? Und vielleicht kleben wir das Kleine dahinter noch so. So, Dann ist das auch noch ein Eckchen. Das wäre doch ganz gut, oder? Was meint ihr? So. Das schneiden wir wieder weg, das Ding hier. Und dann klemmen wir das hin. Okay, ich weiß jetzt nicht, was wir mit diesen Löchern da machen. Ob ich die irgendwie füllen soll oder was wir damit treiben können. Ich weiß es nicht. Mal die davor kleben. Ich weiß nicht, ob das geht, ob das hält. Denn das Schleifpapier, das ist ja wie Sand. Und hat schon mal jemand von euch Sand geklebt? Also ich nicht. Aber ich versuch's. Ich versuch's trotzdem. Okay, das ist ja dann später da drüber irgendwie. Vielleicht so oder so. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Abstand. Wir werden aber sicherlich diese 3 Löcher da noch irgendwie mit irgendwas befüllen müssen. Das sehen wir dann noch, wie wir das machen. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen Kaffee zum Einsatz bringen. Denke ich, weil Kaffee ist ja hoffentlich erlaubt, ist ja Farbe. Das sollte dann möglich sein. Das Papier weg. So. Vielleicht auch da drauf und natürlich da drauf. So, schauen wir mal. Ich schätze mal, dieses Kunststoffzeug nimmt vermutlich keinen Kaffee an. Ne? Naja, gut. Wir werden sehen. So, ich habe Kaffee hier drin. Das jetzt hier mit Kaffee bearbeiten. Also falls ich vergessen habe, das irgendwie zu erwähnen, diese wunderbare Auswahl an Teilen
hat mir mein Mann zusammengestellt, der unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Challenge in den Keller gerannt ist und ja gemeint hat, er muss mir das jetzt bringen. Ja, so ist das. So, kurz trocknen und dann schauen wir weiter. So, das hat jetzt erstaunlich gut funktioniert, sogar mit dem Färben hier, sodass ich jetzt eigentlich sofort dazu übergehen möchte, nochmal zu färben. Und zwar mit Aquarellfarbe, mit was Dunklem. Gut, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht den Pinsel in meinen Kaffee eintunke. Ich habe nämlich auch noch einen Kaffee, den ich gerade trinke. Und ich laufe immer zu Gefahr, dass ich meinen Pinsel in meinen Kaffee eintunke, statt im Pinselwasser, was zugegebenermaßen auch schon ziemlich schmutzig ist. Das ist jetzt, glaube ich, das gebrannte Sienna. Ich versuche mal diese Löcher hier irgendwie so ein bisschen farblich anzugleichen an das Schleifpapier. Mal, ob mir das so halbwegs gelingen könnte. So, diese Kante muss ich auch irgendwie ein bisschen einfärben. So sieht das seltsam aus. Puh, ja, ich bin nicht sicher, ob das was Vernünftiges wird, ganz ehrlich. Und ich bin ganz ehrlich froh, wenn ich das erledigt habe hier. Die Barbara von 49 Dragonflies, die Luise Heinzel, Junk Journal Art und die Susanne von Bollenhut Art machen auch bei dieser Challenge mit. Sie wurden von der Elise Klatschmond, von der Sonja getaggt. Und es kann aber jeder mitmachen, also habt keine Zurückhaltung, keine Scheu, einfach einsteigen, mitmachen. Und ich würde auch gern jemanden taggen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder ob das, ja, diese Personen das dann machen werden. Keine Ahnung, aber ich versuche es einfach mal. Und zwar tagge ich die liebe Ina. Den Kanal blende ich euch ein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. So einen komischen Namen. IKM Dingskirchen. Irgendwas. Ich blende euch das an. Und unten tagge ich das sowieso noch in der Infobox. Und blende das dann gleich im Video ein. Wie der Kanal heißt. Weil ich kann mir es echt einfach nicht merken. Und ich tagge die liebe Cordula von Kunst und Cordula. Und ich möchte eigentlich ganz gerne Manuela Keller taggen. Manuela Keller Art, Kunst, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie der Kanal jetzt ganz exakt heißt. Ich glaube, er heißt einfach nur Manuela Keller, oder? Weiß das jemand genauer? Na wurscht, egal. Die drei möchte ich gern taggen und die verlinke ich dann entsprechend unten in der Infobox. Und ich bin sehr gespannt, ob die Mädels mitmachen und vielleicht auch was Schönes da produzieren. So, ich brauche jetzt, glaube ich, noch Folgendes. Jetzt haben wir das ja schon mal schön hier so ein bisschen braun gemacht, so wie Berge, aber ich muss auch was Weißes haben. Da liegt ja oben drauf Schnee. Ich weiß zwar nicht, warum das Edelweiß an dem Schnee wächst, ergibt ja auch wenig Sinn, aber ist mir jetzt auch egal. Wenn das Ganze dann mal trocken ist, dann kommt das ja hier so drauf. Das reiße ich hier noch ab. Dann kommen diese Berge irgendwie da drauf. Ja, nur dass ihr so ungefähr schon mal sehen könnt, was ich gerade in meinem Kopf habe. Und dann kommen diese da noch irgendwie drauf. So. Das ist irgendwie so. Ich glaube, so in etwa wird es sein. Ungefähr. Das heißt aber, diese Berggipfel da hinten, die können von mir aus ganz gerne noch irgendwie ein bisschen Schnee oben drauf haben auf dem Gipfel. Und das möchte ich jetzt mit ein bisschen weißem Gesso machen. Ich hoffe, das funktioniert. Naja, so ganz weiß ist das ja jetzt nicht, aber ist eigentlich auch okay, ne? Wenn das nicht so ganz weiß ist. Das finde ich nicht so schlimm jetzt. Ja, das zieht natürlich den Kaffee wieder raus irgendwie. Ja, es ist auch ganz schön. Naja, gut, wir werden sehen, was daraus wird. Ich bin mir nicht so sicher, was daraus wird. Soll ja auch nur den Untergrund bilden für den echten Schnee, der gleich in Form von Salz hoffentlich auf diesem
Berggipfel landet. So, ich mache das jetzt hier ein bisschen dicker, weil ich möchte eigentlich ganz gerne das Salz mit dem Gesso dann trocknen. Versteht ihr, was ich meine? Dass das da drin ist. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Naja gut, es gibt ja nichts zu gewinnen, also das ist eine Challenge ohne Gewinn. Das ist einfach nur, sei kreativ und mach mal was Verrücktes. So eine Challenge ist das. Gut, jetzt schnell das Salz. So, jetzt, wie mache ich jetzt das auf, ohne dass ich die Tüte dann verliere? Oder brauche ich die Tüte noch? Na, eigentlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Pfeffer machen soll, ehrlich gesagt. Ich schneide sie jetzt mal auf. So, wir haben Salz. Achtung, liebe Leute, jetzt kommt Salz. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Also so richtig weiß ist es ja nicht, das Salz. Gell? Also im Gesso ist es nicht mehr weiß anscheinend. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war jetzt. Ich bin mir da nie so sicher. Das schaut schon sehr seltsam aus. Ich hole euch mal näher ran. Moment. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So, schaut mal. Also, sieht schon ein bisschen seltsam aus, oder? Das Ganze. Ich versuche das jetzt hier so ganz leicht anzudrücken. Und dann werde ich den Rest vom Schützenfest hier runterschütten. Und dann, glaube ich, muss das jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. Das Ganze. Ich lege das mal wieder auf die Seite hier, das Ding. Was wollte ich jetzt machen? Ich muss irgendwas mit dem machen. Ich habe das noch. Und ich habe das noch. Ja, und jetzt habe ich gesagt, ich will versuchen, aus diesem Kunststoffzeug hier eine Art Band zu machen, um die Unterlegscheibe irgendwie anzubinden. Und das versuche ich jetzt auch. Und schneiden wir jetzt ein Stück davon runter. Dann haben wir hier so einen schmalen Streifen. Und mit dem könnte ich das eventuell an dem Tag dann festmachen. Wenn ich den da habe, das noch loche. Das zeichnen wir mal kurz hin, wo das Loch sein muss. Da. So. Ich loche den jetzt mal kurzerhand mit meiner Lochzange. Okay, so, wir haben jetzt hier ein Loch drin. Okay, so. Da möchte ich dieses Scheibchen dran haben. Und ich will das irgendwie... Ich werde Kleber drunter machen und es dann anbinden. Aber die Farbe ist irgendwie blöd, gell? Aber mit was kann man so ein Metallding jetzt noch einfärben? Ja, dass so eine goldene Farbe funktionieren könnte? Versuchen wir es mal, oder? Nehmen wir mal das Marabu. Marabu. Vielleicht geht es. Vielleicht kann ich es golden anmalen. Schauen wir mal, vielleicht geht's. Ich nehme wieder meine Marabu Decor Matte Farbe. Ist unten verlinkt, ist eine super Farbe. Jederzeit zu empfehlen. Schon uralt und funktioniert immer noch top. Ist immer noch was drin, nicht viel, aber für kleine Dinge reicht es allemal noch. So, und jetzt versuche ich das mal damit anzumalen. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf Metall hält. Das ist zu glatt. Das ist einfach zu glatt, das hält nicht gut. Vielleicht muss ich das ein bisschen anschleifen. Das Metall wird dann eher glatter, wenn man das schleift, oder? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich noch eine Idee, was man damit machen könnte, damit das vielleicht hält. Ich mache zuerst, bevor ich Gold mache, eine Schicht Kleber drauf, so ein PVA-Kleber. Und trockne das, weil der trocknet matt und ich glaube, den kann man dann ganz gut, glaube ich, ganz gut anmalen. So, wie kann ich jetzt die Mitte da, also diese Kante muss ich ja auch irgendwie, Gott, wie scheußlich. Ah Gott, wie scheußlich.
Das ist vielleicht ein verrücktes Teil hier. So. Ich schubse euch wieder ein bisschen weiter weg, weil sonst rutsche ich immer gleich aus dem Bild. Das ist noch ein bisschen blöd. Dann habe ich gar keine Arbeitsfläche. So. Ja. Genau. Ich muss das jetzt erstmal wieder trocknen. Ich schalte euch kurz aus. So, also das Ding hier ist jetzt halbwegs trocken. Das hier, naja, also die Idee mit dem Salz, die war, glaube ich, für die Hasen, weil das hält nicht wirklich in der Farbe. Das ist so, naja, es löst sich halt gleich wieder. Muss ich noch überlegen, was ich damit anfange. Aber das können wir jetzt, glaube ich, oh, das ist noch warm, können wir, glaube ich, golden anmalen. Das müsste jetzt funktionieren. Ich bin gespannt. Das habe ich jetzt mit PVA-Leim überzogen. Und es sollte dann eigentlich ein bisschen besser funktionieren mit der Goldfarbe. Ja, es funktioniert auch besser. Ich bin wirklich gespannt, ob am Ende hier ein brauchbarer Tag stehen wird oder einfach nur eine große Katastrophe und ein Misthaufen sozusagen, den ich dann einfach wegschmeiße. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch sehr Zweifel, ob man aus diesen Teilen was Vernünftiges machen kann. Andererseits ist das ja auch wieder eine super Herausforderung, wirklich echt aus Müll, weil, also zum Beispiel dieses Schleifpapier-Dings hier ist ja wirklich Müll, das war ja schon benutzt und abgeschliffen sozusagen. Und daraus jetzt wieder irgendwas Nettes zu machen, ist ja tatsächlich Recycling in seiner besten Form, ja, als Kunstwerk, das irgendwie wieder auferstehen zu lassen, ist ja wirklich eigentlich grandios. So, jetzt habe ich das mal so eingepinselt. Das muss jetzt natürlich erstmal trocknen und den Rand muss ich auch noch ein bisschen dann machen. Jetzt überlege ich mir mal kurz, was ich mit diesem komischen Salz da anfange, weil irgendwie bin ich jetzt nicht happy damit, weil das ist so bröselig. Ich glaube, da muss ich dann auch noch Leim drüber machen. Am besten mache ich das sofort, weil soll man warten, ne? Auf was soll ich warten? Auf den nächsten Zug? So, ich versuche das zu fixieren mit... Ach Gott, und da ist jetzt Kaffee reingezogen. Oh. Okay, ich versuche das zu fixieren mit Leim, damit der Salz nicht die ganze Zeit runterfliegt. Und dann mache ich nochmal weiße Farbe drüber, vielleicht weißes Acryl, damit das dann auch wirklich weiß ist hier. Ne? Also, ja, dieser Kleber sieht weiß aus, aber der trocknet ja klar auf. Also der wird ja durchsichtig. Ich bin gespannt, ey. Also das ist ja vielleicht eine Kleisterei, lieber Himmel. Aber die anderen Mädels haben, glaube ich, ähnliche Probleme gehabt. Ich habe noch nicht alle Videos gesehen, aber ja, ich glaube, da haben wir alle ganz schön damit zu kämpfen gehabt. So, jetzt haben wir da den Kleber drauf. Könnt ihr das sehen? Ja. Gut. Es gibt jetzt erstmal wieder eine kleine Trockenrunde. Jetzt habe ich fast vergessen, euch mitzunehmen. Tut mir echt leid. Ich habe dieses Salz hier mit Kleber bestrichen, dann getrocknet mit Heißluft, dabei festgestellt, dass es dann so aufpoppt wie Plusterfarbe. Ist aber, glaube ich, trotzdem ganz okay. Dann habe ich das hier ein klein wenig gealtert mit Distress Ground Espresso. Und hier habe ich einen kleinen Streifen von abgeschnitten von diesem Gitter. Mit dem möchte ich dann diese Unterlegscheibe anbinden. Das habe ich auch ein bisschen mit Ground Espresso Distressed und ein bisschen Goldfarbe drüber gestrichen. Und wenn das trocken ist, dann hoffe ich, dass es funktioniert. Und jetzt mache ich mir gerade noch einen Rest kaffeegefärbtes Papier. Und das brauche ich dann noch für die Landschaft, die dann gleich entstehen soll. Also, ich trockne mal wieder. So, trocken. Ups, ich das mal weg hier, das klebt schon am Tisch fest. So, jetzt, gut, jetzt haben wir hier den Tag. Wir binden oben das an. Das mache ich jetzt mal als ersten Schritt und schauen mal, ob das funktioniert. Weil wenn das nicht so funktioniert, dann weiß ich ja sowieso noch nicht, wie das weitergehen soll. Schaut auch interessant aus, ja. Okay, gut, der ist jetzt golden irgendwie. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Das klebe ich auf und dann mache ich das noch mit dem Band. Ich hoffe, das funktioniert. Selbst wenn es jetzt nur für die Challenge hält, dann ist es ja auch schon okay. Mehr Gedanken muss ich mir darum jetzt auch nicht machen. So, fester andrücken. Dann kommt dieses Dingsbums da durch, dass man hoffentlich da durchfädeln kann. Ich vermute, ich muss das auf der anderen Seite mit der Pinzette durchziehen.
dahin komme mit der Pinzette. Ja, so geht's. Okay. Okay, es geht durch. Es verdreht sich, aber es geht. So, ich klebe das einfach hier zusammen. Ich hoffe, dass das so hält. Warten wir mal ab, was passiert, ob das hält. Gut, das ist aber jedenfalls jetzt schon mal oben dran. Das ist schon mal Schritt 1. Dann geht es weiter mit der Landschaft. Das ist Schritt 2. Die klebe ich jetzt auch einfach schon mal auf. Oder fällt mir gerade ein, vielleicht hätte ich ja tatsächlich irgendwie Nähgarn oder sowas verwenden dürfen fürs Annähen von dieser Unterlegscheibe. Ich bin mir nicht sicher, darf man das machen? Also Farbe ist und Kleber und so ist ja erlaubt, aber Nähgarn ist es ja auch erlaubt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, wenn die Scheibe wieder runterfällt, dann werde ich es machen, aber ansonsten versuche ich es mal ohne. So, das kommt jetzt hier oben hin, oberen Bereich des Tags. Jawohl. Ich finde, dass jetzt diese Unterlegscheibe ein bisschen den Eindruck von einer Sonne macht, die da oben drüber scheint, sozusagen. Mann, ja, es sollte eigentlich gut kleben, aber so richtig gut klebt es nicht. Es ist doch etwas widerspenstig, das Ganze. Okay, ja, jetzt habe ich gesagt, jetzt kommt dann dieses Ding hin, jetzt kommt das dahinter, dass da noch ein bisschen mehr Landschaft dahinter ist. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Das kleben wir mal dahin. Ich hoffe, es wird halten. Das soll ja Landschaft sein. Also das sind Berge, ja? Alles Berge. Genau, und dieser Berg, das ist natürlich auch so hell machen, ne? Ich hätte natürlich auch einen noch hell machen können, so. Und einen dunkel vorne. Jetzt entscheide ich mich ja noch um. Wenn ich mir jetzt gerade die Kaffeefarbe so angucke, dann könnte ich mir fast, ja, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir es noch andersrum machen. Ist vielleicht sogar besser so. Ich glaube, ja, das hätte was. Das hätte jetzt wirklich was. Ja, absolut. Ja, ja, gut. So, das müsste jetzt gar nicht so lang sein. Das macht noch ein Stück runter. Tacky Glue. Es kann wirklich sein, dass das wieder komplett runterfällt. Also das ist möglich. Absolut möglich. So, und dann käme das dahin. Und ganz nach vorne käme natürlich noch etwas. So ein Landschaftsstreifen oder sogar 2. Jetzt habe ich das hier alles so schön gefärbt mit Aquarellfarbe und Kaffee. Und jetzt klebe ich so hier drum auf. Na toll. Aber wisst ihr was? Das Zeug riecht jetzt total gut. Das war vorher, hat es so nach Keller gerochen. Kennt ihr diesen Geruch? Keller halt. Und jetzt riecht das total gut nach Kaffee. Insofern war es ja nicht vergebens, die Färberei hier. Das löst sich da schon wieder und da und ich weiß wirklich nicht, wie ich das hier anpappen soll. Das muss ich echt noch länger beschweren oder so, damit das irgendwie hält. Och, du lieber Gott. Na, da geht's schon wieder ab. Ich weiß nicht. Na, im blödsten Fall, wenn es jetzt gar nicht hält, dann hole ich einen Heißkleber raus und machen wir das mit Heißkleber fest. Wenn gar nichts geht, gell? Ich fürchte fast, dass ich das machen muss, weil das hebt gar nicht. Überhaupt nicht. Auch das nicht. Ja, geht nicht anders. Ich muss dieses Teil zum Einsatz bringen. Wenn es nicht anders geht, dann muss es halt so sein. So, während das hier so vor sich hin dümpelt und heiß wird, kann ich ja schon mal weiter schauen. Weil hier unten sollen ja auch noch so 2 so Landschaftsdinger hin. Und eventuell das könnte eines sein. Das könnte vielleicht das zweite sein.
Nochmal Ground Espresso. So, so wäre das dann ungefähr. Okay. Dauert noch ein bisschen. Ja, dann mache ich mir schon mal Gedanken über das hier. Edelweiß. Und wir haben dieses Edelweiß. Ja. Schneiden wir mal aus. Das Schildchen hier. Also. Oh, jetzt geht's. Jetzt geht's schon los. Da ist ein Knödel da. Jetzt geht's schon los. Naja, was heißt schon, ne? Was heißt schon? So, jetzt komm bitte ab. Bitte geh ab. So. Jetzt, wo es heiß wird, riecht es wieder ein bisschen nach Keller, ehrlich gesagt. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, das klebt wirklich überhaupt nicht. Ne? Also sollte ihr jemals irgendwie Korktapete verarbeiten wollen, mit normalen Tacky Glue, geht da wirklich nichts. Also jetzt riecht es wirklich wieder nach Keller. Eieieiei. Ich hoffe, ich treffe jetzt die Stellen wieder, wo ich das hinkleben wollte. Ein bisschen blöd. Ah, wird schon gehen. Wird schon gehen irgendwie. Ja, geht schon. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach Gott, Leute, es ist wirklich, das Ding ist so schwer schon. Unglaublich. Unglaublich ist das, ja. So, jetzt will ich das aufkleben. Vielleicht klebe ich das auch gleich mit dem Heißkleber hier an, wenn ich schon dabei bin, ne? Habe ich jetzt wenigstens schon mal fixiert. Wollte nur noch die Kanten irgendwie anders kleben. Und dann wollte ich das dazwischen haben. Und da ist noch ein bisschen zu viel dran. Oh, wie das nach Keller riecht. Oh. Ihr macht euch kein Bild davon, wie das nach Keller riecht. Nee, das ist unvorstellbar. Okay, gut, wir haben das irgendwie alles da drauf fixiert. Ich weiß nicht genau, ob ich noch Heißkleber brauche oder ob ich das jetzt mit... Aber vielleicht machen wir das einfach auch mit so einem Klecks Heißkleber fest, weil dann ist es eben fest mit Heißkleber. Meine Güte, nochmal. Ja, die Reste kann man ja Gott sei Dank ein bisschen wegrubbeln, weil das schaut natürlich doof aus, das Zeug. Das schaut schon ziemlich doof aus, ja. Aber wenigstens hält's. Oh Gott, warum habe ich eigentlich gesagt, dass ich an dieser bescheuerten Challenge teilnehme? Warum habe ich das eigentlich gesagt? Kann mir das mal jemand beantworten, bitte? Ich verstehe es nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Und die Ecke da unten gefällt mir jetzt überhaupt nicht da. Das muss weg. Oh Gott. Oh. Ach du lieber Gott. Hört ihr das? Oh. Ach du lieber Gott, eine arme Schere. Ach ja, was ich jetzt noch machen möchte, ist da unten aufs Eck ein bisschen von dem Pfeffer. Ich hoffe, ihr müsst nicht niesen. Obwohl ist der grob. Ich glaube, der ist relativ grob gemacht. Ich werde erstmal abschneiden. Ja, wie man es nimmt, grob. Geht so. Ich weiß nicht, ob das irgendwas taugt, was ich jetzt da mache. Aber ich versuche es halt. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht niesen muss. Jetzt fatal. Okay. Gut. Oje, oje. Okay. Okay, dann schauen wir mal weiter. Das kommt da vorne drauf. Ja, ich glaube, das machen wir vorne drauf. Gell? Ja, ich denke schon. Oder noch was von diesem Gewebe dahinter quatschen, so als dekorativen Rest. Oh, da gibt es schon wieder Brandblasen an der Finger. Eieieiei. Ja. Da gibt es
fiese Brandblasen an den Finger. Gut, draufnehmen, ja. Leute, ich bin echt fast am Ende. Jetzt bin ich fast am Ende. Jetzt werde ich noch auf der Rückseite was machen. Da brauche ich jetzt keinen Heißkleber mehr. Eieiei. Eieiei. Ich sag's euch echt. Das ist wirklich unglaublich. So, liebe Leute, ich glaube, jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein, was ich da noch draufkleben könnte. Jetzt habe ich hier nur noch, so Schnipsel. Schaut, das ist alles, was noch übrig ist hier. Hier so Schnipselzeug. Vielleicht könnte ich noch so eine Zahl aufkleben, hier so eine spiegelverkehrte. Das ist so stabil, das Zeug. Das kann ich absolut nicht abreißen. Das ist schrecklich. Das muss ich ja schneiden. Da muss ich es echt schneiden. Das ist blöd, aber ich wollte diese eine Zahl da drauf haben. Irgendwie. Und oben, das hier will man ein bisschen kürzen. Das ist ein bisschen zu lang, gell? Das klippt aber auch nicht richtig, gell? Ich glaube, da muss ich auch nochmal mit Heißkleber dazwischen gehen, sonst klippt es nicht. Aber das ist blöd, echt. Also das ist echt, dass ihr da nichts zum Binden habt dabei, das ist wirklich blöd. Das ist echt saudumm. Ich kann es nicht anders machen, ne? Es muss... Naja gut, egal. Wir nehmen das jetzt mal, wie es ist. Schneiden das hier noch ein bisschen kürzer, das Ganze, so. So lang braucht es nicht. Jetzt habe ich hier nur noch so Schnipsel übrig. Das ist alles, was übrig ist. Was da? Und das ist übrig. Das ist der Rest von meiner Challenge. Yes, das ist der Rest und ich bin fertig, liebe Leute. Ich bin tatsächlich fertig. Ich werde das jetzt hier kurz mal auf die Seite schieben und euch nochmal das gute Stück zeigen, solange es noch existiert, weil ich weiß nicht, wie lange das hält überhaupt, was ich da gemacht habe. Aber ich bin fertig und ich bin sehr froh, dass ich fertig bin. So, liebe Leute, schauen wir mal, was wir da haben, gell? Also, wir haben einen riesengroßen Tag. Den Karton durfte ich verwenden und das Karo-Papier durfte ich zusätzlich verwenden. Dann habe ich verwendet dieses Gewebe Nummer 1. Ich habe verwendet diese Unterlegscheibe Nummer 2. Ich habe verwendet das Schleifpapier Nummer 3, Salz und Pfeffer Nummer 4. Kork über Nummer 5. Wisst ihr was? Mir ist noch was abhanden gekommen. Wo ist das? Ich hatte doch so ein Gummiding. Da war so ein Gummischlauch. Wo ist der? Je, das ist die Nummer 7. Wie ist dieser Gummischlauch? Der ist weg. Der Gummischlauch ist weg. Leute, den muss ich auch noch verbauen. Halleluja, den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen. Katzen, wo ist der? Hey, den habe ich vorhin mit meinem Zeug hier in den Abfall gekippt. Oh Gott. Oh nein, Leute. Ich weiß, was ich damit mache. Ich weiß schon. Jetzt weiß ich's. Ich weiß, was ich mit dem Gummischlauch mache. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es klappt. Den könnte ich vielleicht zum Fixieren da oben drauf schieben auf meine komische Gebenzel-Dingsbums hier. Ich hoffe, dass das hinhaut. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss das wahrscheinlich mit einer Nadel machen. Gucken wir mal, ob ich das in eine Nadel reinbekomme. Ja, das dürfte gehen. So. Dann das Ganze durch den Gummischlauch. Ja, das ist gut. Ah, Gott. Okay. Damit habe ich das Teil Nummer 7 auch dran. Das war knapp. Das war knapp, Leute. Das war jetzt wirklich knapp. Okay, jetzt nochmal von vorne. Also, wir haben das Gewebe Nummer 1, Gummischlauch Nummer 2, Unterlegscheibe Nummer 3, Salz und Pfeffer Nummer 4,
Schleifpapier Nummer 5, Kork Nummer 6 und Nummer 7 ist das Teil hier von der Streichholzschachtel. So, ich habe eine Berglandschaft konstruiert aus diesen Teilen mit Edelweiß, mit Edelweißzündern. Ja, sieht man ja, mit Schnee auf den Bergen, das war gar nicht so einfach mit dem Salz, also das ist wirklich eine ziemlich verrückte Angelegenheit. Dann habe ich das Gewebe ja hier verwendet, Salz und Pfeffer habe ich hier aufgeklebt. Ja, das ist, mit dem Salz ist wirklich sehr, naja, ein paar Teile drauf rieseln noch runter, aber nicht so viel, wie man befürchten könnte. Ja, auf der Rückseite habe ich noch ein paar Reste aufgeklebt, hier noch quasi den angedeuteten Berg, den Namen von diesen Edelweißzündern, von den Streichhölzern, die Marke, von Kindern fernhalten, natürlich, klar, Kindern fernhalten, ist logisch, oder? Versteht sich von selbst. Und dann habe ich hier noch eine Zahl, ist noch von dem Schleifpapier und einen Rest von diesem Gewebe aufgeklebt. Und ich denke, so im Großen und Ganzen bin ich jetzt gar nicht mal so wahnsinnig unzufrieden mit dem, was hier entstanden ist. Ja, ich würde sagen, das ist das Beste, was ich machen konnte aus diesem Gerümpel. Ja, was Besseres ist mir halt nicht eingefallen heute. Und ja, das ist meine Challenge. Ich habe die Challenge angenommen und bestanden, glaube ich. Ich bin gespannt, ob die von mir getagten auch mitmachen werden. Würde mich freuen. Und bin super gespannt, was ihr alle daraus noch so anfertigt. Und ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst im nächsten YouTube-Video. Tschüss!